Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Gibt es eine Jeans, die mehr Stauvolumen hat als eine Cargo Pant? Wir finden es heute für euch heraus. Für alle, die die Matt nicht kennen, die Matt von LMSG gibt es in verschiedenen Varianten. Ich habe sie hier für euch mal alle mitgebracht. Das heißt, wir haben hier einmal die Elastan Jeans Version, dann einmal das Ganze nochmal Elastan in Grau und dann gibt es noch die Gentleman Version, die Selvage Denim, die ist hier auf der anderen Seite zu sehen, einfach nochmal mit einem bisschen edleren Style. Von der Ausstattung her sind sie komplett identisch, nur eben der Jeans oder die Stoffzusammensetzung ist unterschiedlich. Wir haben bei der Elastan hier einen Performance Denim mit 57% Cotton und 1% Elastan. Davon sind 21% Cotton recycelt und 20,5% Polyester. Die Selvage Version hat eine 14,5 Unzen Stärke und ist aus 100% Cotton Raw Denim hergestellt. Die Hosen werden übrigens in der EU gefertigt und zwar genauer in Portugal. Das ist ganz wichtig für LMSG, dass die nicht in Fernost gefertigt werden, sondern eben hier in einem europäischen Land. Und das schlägt sich natürlich etwas im Preis nieder. Dafür ist aber auch die Qualität extrem hoch. Von der Materialzusammensetzung her hat man mit dem Elastananteil natürlich den großen Vorteil, dass die Hose im Vergleich zu einer regulären Jeans oder auch zur Selvage Denim sehr viel Spielraum gibt in der Bewegung, was sie natürlich als Hose für den verdeckten Bereich, für den taktischen Bereich, aber auch als Alltagshose unheimlich bequem macht. Ich sage immer, die LMSG Jeans trägt sich wie eine Jogginghose, nur eben, dass man auch einen Gürtel benutzen kann und deutlich mehr Taschen hat als mit einer Jogginghose. Wir gucken uns einmal kurz die Änderungen gegenüber der Vorgängerversion an und dann gucken wir, was wir in die Taschen reinbekommen. Ein markantes Änderungsmerkmal ist die Taschenkonfiguration. Ich habe es ja am Anfang gesagt, eine Cargohose in der Regel 10 Taschen. Die LMS Gear in der Version 2 hatte schon 11 Taschen und die V3 hat jetzt ganze 13 Taschen. Also das ist wirklich unheimlich viel für eine Jeans und ihr werdet auch gleich sehen, dass das trotzdem alles so positioniert ist, dass es nicht extrem aufträgt, obwohl man relativ viele Sachen mit sich führen kann. Das wäre die eine Änderung. Die nächste Änderung wäre der Zwickel. Der wurde jetzt hier neu hinzugefügt im Schritt. Das heißt, ihr habt hier einfach nochmal ein Stück Stoff eingearbeitet, damit die Hose hier nochmal ein bisschen arbeiten kann. Das hatte die alte Version nicht. Einige Details sind natürlich erhalten geblieben, die sich bewährt haben und die stellen wir euch mal kurz vor, falls ihr nicht die V2 oder die V1 schon kennt. Das wären zum einen natürlich die Knopfleiste, die hier mit Knöpfen komplett ausgeführt ist und die Knöpfe verfügen über das LMSG-Logo, genauso auch wie die Nieten an der Hose. Dann habt ihr ganz klassisch natürlich Gürtelschlaufen für euren Gürtel, aber jede Gürtelschlaufe hat hier nochmal eine kleinere Schlaufe unten drunter. Das heißt, ihr seid in der Lage, überall, wo eine Gürtelschlaufe ist, hier im unteren Bereich einen Karabiner zu benutzen. Ich habe jetzt hier extra mal einen riesengroßen Karabiner genommen. Dementsprechend funktionieren natürlich auch kleinere Karabiner, aber einfach, dass ihr sehen könnt, was der Gedanke dahinter ist. Durch diese kleinere Schlaufe kann der Karabiner natürlich nicht hochrutschen und dadurch bleibt es hier alles schön in Position. Und das kann man, wie gesagt, an den ganzen anderen Schlaufen auch finden. Ja, dann haben wir, was auch geblieben ist, hier im Inneren die 11. Tasche, hier in dem Fall jetzt die 13. Tasche, die versteckte Kreditkartentasche. Die befindet sich auf der linken Seite, auf der Innenseite. Hier ist ein ganz kleines Fach, wo man einen Schlüssel, ein bisschen Notgroschen, Bargeld oder auch EC-Karten. Ich habe jetzt mal eine Visitenkarte rein, weil die dasselbe Format hat wie eine EC-Karte. Also man könnte hier Bargeld, Karten oder Schlüssel unterbringen, ohne dass das jemand sieht von außen. Und damit ist es dann natürlich auch vor Diebstahl nochmal zusätzlich geschützt. Auf der Rückseite habt ihr hier auch das typische Design oder das, was die LMS Gear Matt auch ausgemacht hat. Und zwar die oberen verdeckten Taschen, die hier oberhalb der regulären Gesäßtaschen sitzen. Und die sind von der Form her so gestaltet, dass sie so weit außen sitzen, dass man auch mit Gegenständen, die groß und sperrig sind, wie zum Beispiel auch ein Langwaffenmagazin, was hier eingesetzt werden kann, nicht stören, wenn man sich hinsetzt.
Ihr seht, von der Tiefe her ist das Fach jetzt so designt, dass das Magazin noch zugegriffen werden kann. Das heißt, sie ist ein bisschen kürzer als bei der Vorgängerversion und damit sind die Gegenstände leichter zu erreichen. Hat man ein Hemd an, sieht man diese Linie hier tatsächlich überhaupt nicht. Das kann ich euch dann auch nachher nochmal zeigen, wenn ich die Hose anhabe, weil aktuell, das ist ja meine Testhose, die hier liegt und die anderen sind unsere Muster, habe ich keine Hose an und deswegen liegt das hier jetzt so auf dem Tisch und ich muss hier in Unterhose drehen. Naja. Ja, ansonsten hat man hier in dem oberen Bereich natürlich die Möglichkeit, Alltagsgegenstände hervorragend unterzubringen, wie zum Beispiel euer Smartphone. Das kann ich hier auch ohne Probleme unterbringen. Das ist jetzt ein iPhone 15 Pro von der Größe. Das seht ihr, das steht natürlich auch ein Stück raus, aber auch so, dass man es gut greifen kann und auch so, dass es nicht herausfällt. Alternativ natürlich auch der Geldbeutel, der in der Gesäßtasche normal getragen werden kann, aber auch als Diebstahlschutz, wenn ich möchte, kann ich das Ganze hier nach oben versetzen und hier oben unterbringen. Passt auch. Auch ein Notizblock wäre hier unterzubringen von Black Lion Gear, der Map XL als kleiner EDC-Organizer, passt hier hervorragend herein. Und als Alltagsgegenstand auch nochmal gut nutzbar hier eine Powerbank. Auch das ist eine feine Sache. Wenn ich mein Handy laden will, kann ich das vorne in die Tasche stecken oder auch hier in die andere Seite und kann ein Kabel hier oben langlegen. Und dann hätte ich hier die Möglichkeit, zusätzlich zu meinem Portemonnaie das Ganze mit einer Powerbank zu nutzen und zu laden. Besonderes Augenmerk als Neuerung hat man hier gelegt auf die Hosentaschen im vorderen Bereich. Ich habe hier mal für euch die alte mitgebracht, dass ihr auch mal direkt den Unterschied sehen könnt. Hier hatte man 1, 2, 3 Taschen und jetzt hat man 1, 2, 3, 4 Taschen. Also nochmal 2 Taschen mehr. Das sind dann auch die 2 mehr im Vergleich zur Version 2.0, die jetzt dazugekommen sind. Und von der Aufteilung her ist es hier jetzt auch deutlich cooler nochmal und alltagstauglicher, sage ich mal, aber auch für den dienstlichen Gebrauch nochmal sinnvoller. Ich zeige euch auch gleich, warum. Erstmal für den Alltag. Und zwar wäre hier der große Vorteil, wenn ihr ein Messer mit euch führen wollt, habt ihr die Möglichkeit, zum einen, wenn ihr ein längeres Messer habt, könnt ihr die reguläre Hosentasche nehmen und könnt dann den Clip in der vorderen aufgesetzten Tasche hier verstecken. Das heißt, ich schiebe jetzt hier mein Messer rein und setze den Clip und damit ist der Clip eigentlich nur noch 1 cm sichtbar. Hier nochmal im Vergleich zur Vorgängerversion. Da hat man einen größeren Abstand von 2 cm gehabt. Das heißt, hier würde der Clip deutlich weiter rausstehen. Ich setze mal gerade ein Messer rein, dass man das hier besser sehen kann. Also hier sieht man deutlich mehr vom Clip als in der neuen Version. Das heißt, ein Messer könnte etwas diskreter getragen werden, wenn ich es hier in der regulären Hosentasche trage. Nochmal kurz, damit ihr auch wirklich gesehen habt oder verstanden habt, wie die Aufteilung ist. Ich habe hier eine aufgesetzte Tasche vorne drauf, dann die eigentliche Hosentasche für die Hände. Und hier im oberen Bereich, wo normalerweise bei einer Denim die kleine Uhrentasche ist auf einer Seite, habe ich hier nochmal einen großen Einschub und einen schmalen Einschub. Der schmale Einschub hier hinten eignet sich perfekt. Zum einen natürlich für ein Feuerzeug. Das würde hier komplett verschwinden. Das kann ich hier einfügen. Und dann ist es hier super untergebracht und stört nicht, wie wenn ich das in die Hosentasche stecken würde und es irgendwo dann am Bein verschwindet, man schlecht rankommt, hat man das immer hier griffbereit. Und natürlich in der normalen Denim in das Uhrenfach würde das Feuerzeug auch nicht reinpassen, weil das normalerweise viel zu kurz ist. Designt ist die Tasche allerdings für ein Schweizer Taschenmesser. Das passt hier perfekt. Hier haben wir jetzt einen Ranger, also das ist schon auch ein längeres Schweizer Taschenmesser, aber auch das kriegt man hier so rein, dass es fast komplett verschwindet, nur ein kleines Stück hier oben herausschaut. Es würde aber auch ein Multitool passen, problemlos. Das ist jetzt sogar ein großes Leatherman, also auch da seht ihr, das kriegt man hier super unter und wie gesagt, das ist alles oberhalb der eigentlichen Handtasche und dadurch auch sehr gut und diskret versteckt. Für den behördlichen Einsatz wäre hier auch nochmal möglich, ein Pistolenmagazin unterzubringen, aber auch das könnte man in die vordere Tasche hier
einschieben und da würde es dann auch komplett verschwinden. Also wenn ich jetzt komplett unsichtbar die Magazine tragen möchte, dann kann ich das hier vorne unterbringen. Ja, was haben wir noch? Natürlich eine Taschenlampe, könnte man auch hier unterbringen. Ich schaue mal, ob man die hier oben reinbekommt. Also hier habe ich jetzt eine Nextorch TA30C und da seht ihr, auch die würde hier noch ohne Probleme in das obere Fach reingehen und dadurch auch sehr hoch und verdeckt getragen werden können. Auch hier die typischen Handfesseln aus Plastik könnte man hier oben unterbringen. Die stehen natürlich noch ein deutliches Stück raus, aber es wäre möglich. Ansonsten kann man das natürlich auch hier vorne unterbringen. Da steht es nicht ganz so weit heraus. Was habe ich noch mitgebracht? Nochmal eine kleine Wubentaschenlampe habe ich mitgebracht. Die können wir auch nochmal einsetzen und gucken, wie die sich hier verhält. Machen wir es mal so rum, wie es richtig rum ist. Die könnte ich hier wunderbar mittragen. Dann haben wir noch ein Tourniquet. Das würde ich jetzt hier vorne mal reinpacken, um zu schauen, wie weit das reingeht. Das kann ich entweder bis zum Knebel hier einsetzen oder ich kann es auch komplett verschwinden lassen, wenn ich möchte, oder zumindest so weit verschwinden lassen, dass ich es noch greifen kann. Also auch das würde hier reinpassen. Ich habe auch mal ausprobiert, ein AR-Magazin vorne zu tragen, obwohl das jetzt relativ wenig Sinn macht, aber das passt jetzt auch. Also das war auch bei der Vorgängerversion ein bisschen schmäler, der Einschub. Das heißt, das wäre auf keinen Fall gegangen, geht aber jetzt ohne Probleme mit der neuen Version. Und damit natürlich auch ein Ride in the Rain Block. Den könnte man hier auch noch unterbringen, auch wenn der ein bisschen press sitzt. Aber der würde hier auch wunderbar hineinpassen. Optimal natürlich für Handschellen im dienstlichen Bereich. Die kann man hier auch unterbringen, zusammengelegt. Die würden allerdings auch passen hier in dieser neuen Tasche, in der breiten, kurzen Tasche. Da könnte ich sie in der horizontalen unterbringen und könnte sie hier reinlegen. Dann sähe das Ganze so aus, also auch kaum sichtbar und gut zu tragen. Und dann springen wir nochmal in den zivilen Bereich zurück, was jeder so vielleicht dabei hat. Eine kleine Box mit Bonbons, die passt hier hervorragend rein, oder auch eure Earpods. Auch die kann man hier in dieser Tasche super unterbringen, ohne dass es in der Haupttasche stört. Noch ein typischer Alltagsgegenstand, ein Stift. Der ist für, jetzt hier der Sharpie von der Länge her wie ein Edding, der ist für die hintere Tasche ein bisschen zu lang. Also da seht ihr, der Clip, der passt nur vielleicht einen halben Zentimeter hier über die Kante. Man kann ihn natürlich so tragen, aber die Wahrscheinlichkeit, ihn zu verlieren, ist da relativ hoch. Aber der passt dann hervorragend in die vordere aufgesetzte Tasche und kann dann dort getragen werden. Dann haben wir noch ein Funkgerät. Das könnte man auch hier vorne noch unterbringen, aber auch natürlich in der hinteren, oberen Tasche. Da würde ich es auch präferiert tragen wollen. Und dann sind wir schon fast durch, glaube ich. Ach nee, hier habe ich noch was Gutes. Und zwar so ein typisches kleines Portemonnaie für EC-Karten. Auch das würde von der Breite her hier in die obere Tasche reinpassen. Also für alle, die nicht wie ich so einen riesen Lederschinken haben, sondern eher modernere, kleinere Portemonnaies oder Geldclips, kann man die hier in der horizontalen auch vorne unterbringen. Last but not least haben wir für euch noch den MUP von Devtex bzw. Black Lion Gear. Wir packen euch den Link in die Videobeschreibung zum MUP und MUP XL. Der wurde damals auch hier in Zusammenarbeit mit LMS Gear entworfen, damit er hier in diese Tasche passt. Der wird dann quasi eingeschoben und nach wie vor steht dann nur der D-Ring hier oben raus, damit man ihn gut greifen kann und da noch mal ein paar Kleinigkeiten unterbringen kann. Also ihr seht, unheimlich vielseitig, egal ob für den Alltag, für Alltagsgegenstände wie Powerbänke, Handys, Messer, Taschenlampen, Portemonnaies, Feuerzeuge, Stifte, Blöcke, Earpods, alles, was man sich so vorstellen kann, kriegt man hier bequem unter, ohne dass es groß aufträgt, aber auch für den dienstlichen Gebrauch, Handschellen, Handcuffs aus Plastik, auch wieder Messer und Taschenlampe, Magazine lassen sich hier ohne Probleme tragen. Solltet ihr im dienstlichen Gebrauch auch ein Holster benutzen wollen und das Inside the Waistband tragen, dann könnt ihr hier einfach eine Nummer größer nehmen und dann passt das natürlich auch. Von der Größe her habe ich aktuell die Version V3 in 38/32. Ich trage meine Hosen meistens ein bisschen tiefer, das heißt, ich hätte auch ohne weiteres
von der Länge her eine 30 nehmen können. Also wenn ihr eure Hosen ganz regulär auf der Hüfte tragt, wie sich das gehört für den ordentlichen Bürger, dann könnt ihr True to Size eure Hosen auswählen. Die sind inzwischen von der Länge her perfekt. Früher waren die ein bisschen zu lang immer, also das ist jetzt überhaupt kein Problem. Und auch bei der Selvage-Version, die ja unten den schönen Umschlag hat, müsst ihr nicht extra eine längere Variante nehmen, sondern nehmt ihr auch eure Größe, die zu euch passt, weil natürlich der Umschlag oder die Länge des Umschlags schon mit einberechnet worden ist. Wir haben die Matt in der Version 3.0 jetzt schon mehrere Wochen im Einsatz. Ich versuche sie so oft wie es geht am Stück zu tragen und nicht zu waschen, auch wenn man das normalerweise schon tun sollte. Aber ich wollte einfach wissen, wie schnell gibt das Elastan nach. Es gibt Jeans mit einem Elastananteil, wo der vielleicht auch ein bisschen höher ist, mit 2%. Da ist es so, dass die Hosen, wenn man die eine Woche am Stück trägt, tatsächlich nachgeben. Ja? Das heißt, wenn man die in die Waschmaschine schmeißt und danach wieder rausholt, dann sind die wieder ein bisschen tighter. Aber durch diesen hohen Elastananteil werden die sehr schlabbrig und sehr weich nachgiebig. Das ist hier bei der LMS Gear nicht der Fall. Also die ist auf jeden Fall auch tragbar über mehrere Wochen, habe ich schon getestet. Und was die Robustheit angeht, kann ich bisher nichts Negatives berichten. Auch bei den alten Hosen habe ich es maximal geschafft, sie an den Knien kaputt zu machen, wenn ich im Studio da herumrutsche und irgendwas wurschtel. Oder natürlich im Fußbereich, weil ich die Hosen immer etwas tiefer trage und dadurch dann die Hosen unten kaputt latsche. Aber so die regulären Stresspunkte bei der Hose, also sprich auch der alte Schritt und hier die Nähte oder auch im oberen Bereich, keine Chance, diese Hosen kaputt zu kriegen. Von daher auf jeden Fall eine Empfehlung von unserer Seite. Ihr habt ja noch angemerkt, dass ihr gerne mal einen taktischen oder einen Greyman-Jeans-Vergleich haben wollt. Da sind wir dran, wir arbeiten dran. Ich habe schon ein paar Sachen rausgesucht und bin da mit verschiedenen Herstellern im Kontakt, um das auch zu realisieren, um euch möglichst breit mal die ganzen Hosen zu zeigen. Natürlich auch vom Geldbeutel, von ganz günstig bis maximal teuer und von der Feature-Vielfalt. Und dann wollen wir natürlich für euch eine gute Übersicht schaffen. Und ich denke, das wird dann auch irgendwann demnächst mal stattfinden. Ansonsten, die LMS Gear Matt 3.0 ist jetzt verfügbar und kann entweder direkt bei LMS Gear bestellt werden. Da blenden wir euch hier unten einmal den Link ein. Natürlich gibt es die auch bei allen einschlägigen Händlern, wie zum Beispiel bei Regan Company oder beim Tackwerk. Es gibt noch viele weitere Händler, die die LMS Gear führen. Die packen wir euch alle nochmal in die Videobeschreibung und dann könnt ihr da direkt beim Händler eures Vertrauens shoppen. Es gibt auch ein paar Händler, die die Möglichkeit bieten, dass ihr die Hose anprobieren könnt, wie zum Beispiel bei Regan Company. Da könntet ihr vor Ort im Laden auch mal reinschlupfen und gucken, ob sie was für euch ist. Und wie gesagt, die 3 Versionen in Elastan, Blau und Grau und in der Selvage-Version. Was sagt ihr zur LMS Gear Matt? Habt ihr vielleicht eine Vorgängerversion oder auch schon hier die aktuelle Jeans im Einsatz? Dann schreibt es uns gerne mal in die Kommentare und euer Feedback dazu. Unsere Meinung haben wir gerade schon mitgeteilt, von daher würde uns eure auch deutlich interessieren. Und natürlich auch LMS Gear, der ist nämlich auch immer bemüht, die Sachen zu verbessern. Ansonsten noch als kleine Nebennews. Am Field Shirt wird auch aktuell gearbeitet, da gibt es bald eine neue Version, da könnt ihr euch drauf freuen. Ja, da bleibt mir nichts anderes übrig zu sagen, als wie immer an dieser Stelle liken, Abo und die Glocke klicken. Wir sind raus, bis dann, macht's gut, bye bye.